Elon Musk hat uns vor Jahren davor gewarnt und jetzt ist die künstliche Intelligenz da und verspricht der Menschheit die Möglichkeit, die Produktivität in die Höhe schnellen zu lassen und eine neue Ära der Innovation und des Überflusses einzuleiten. Doch es gibt eine sehr dunkle Seite der künstlichen Intelligenz, die ausgenutzt werden soll als Werkzeug der Kontrolle und Macht. Und Elon Musk bezeichnet die KI, also die künstliche Intelligenz, als die zerstörerischste Kraft in der Geschichte. Und nicht nur er, sondern ebenfalls ein amerikanischer Autor spricht über künstliche Intelligenz und die Probleme, die damit einhergehen und warum Macht von zentralisierter Kontrolle weggenommen und wieder in die Hände der Menschen gelegt werden muss. Eine Zukunft, in der Bitcoin und Kryptowährungen sicherlich eine Rolle spielen werden. Hör dir das an, das musst du wissen, denn das zeigt, dass wir Informationen nicht einfach nur hinnehmen sollen, sondern diese kritisch hinterfragen müssen. Die Idee, viele Menschen dazu zu bringen, ChatGPT und ähnliches zu nutzen, führt uns auf einen Weg, laut des Autors, den Kissinger und andere für Menschen wollen. I mean, I think the whole idea of getting a lot of people to like use ChatGPT and all of this stuff is to lead us down this path that Kissinger and Schmidt, among others, sort of are charting out for humanity. Es ist eigentlich eine einfache Logik, erklärt Whitney Webb in diesem Interview. Wenn du eine Fähigkeit entwickelst und sie dann 10 oder 15 Jahre lang nicht nutzt, vergisst du, wie es geht. Where if you it's pretty much common sense though. Like if you develop a skill and then don't do it for 10 or 15 years, for example, you kind of forget how to do it, right? Oder nehmen wir mal an, jemand hat vor über 10 Jahren ein Universitätsstudium abgeschlossen. Wie gut erinnert diese Person sich noch an das Gelernte? Genau, das ist das Problem. Es gibt dieses Prinzip, wenn du es nicht nutzt, verlierst du es. Wenn sich Menschen nun auf die künstliche Intelligenz verlassen, um ihnen zu sagen, wo sie hinfahren sollen und niemand mehr echte Karten verwendet, wird es bequem und das betrifft ebenfalls auch andere Bereiche und das ist ein gefährlicher Pfad. So there's this whole idea of if you don't use it, you lose it. So if people are depending on AI to tell them where to turn when they're driving their car and, you know, no one uses like actual maps anymore. I mean, I understand that it's convenient, right? And I'm not saying like, oh, we need to go back to the 90s, right? But, you know, I mean, it becomes after a while a slippery slope where people are just having the computer tell them everything to do. Every step of their lives ends up becoming micromanaged to an extent. And the idea is that AI, through all the data that it absorbs about us, knows so much about us. Some of these people say it knows us better than we even know ourselves. Menschen lassen dann im Grunde genommen den Computer jeden Schritt ihres Lebens bestimmen, was zu einer beispiellosen Kontrolle führt. Und wenn dann die künstliche Intelligenz, die dann durch die Aufnahme unserer Daten so viel über uns lernt, dass manche dann behaupten, sie kenne uns besser als wir uns selbst, ermöglicht dies eine nie dagewesene Manipulierung. Und die Frage hierbei ist, haben die Entwickler und Programmierer der künstlichen Intelligenz, die letztendlich die Kontrolle über die KI und ihre Fähigkeiten haben, unser Bestes im Sinn? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare. Und in dem Interview wird auch darüber gesprochen, wer KI besitzt, also wem sie gehört. Und das sind im Grunde genommen Firmen aus dem Silicon Valley, aus den USA, wie zum Beispiel OpenAI von Sam Altman, das im Wesentlichen Microsoft gehört. Im Grunde genommen große Namen wie Microsoft, Google, Amazon und Oracle besitzen fast alles. Yeah, totally. But who owns AI, right? It's pretty much Silicon Valley company. So like even OpenAI, Sam Altman's thing, that's essentially like owned by Microsoft, right? And so you have what? Microsoft, Google, Amazon, Oracle, all of these companies essentially owning like almost everything. All diese Unternehmen sind auch für das Militär und Geheimdienste in den USA tätig. And all of those companies are contractors for the military and intelligence, right? Palantir, ebenfalls ein US-Unternehmen, zum Beispiel sammelt deine Daten und erstellt Profile, um zu entscheiden, ob jemand als subversiv angesehen wird oder nicht. Yes, throw Palantir in the mix too. And when you consider something like Palantir, they profile people. They suck up all of your data and then they profile you. And Palantir can profile like whether or not they deem you subversive or not. Doch was passiert, wenn die KI Zugang zu solchen Daten dann bekommt und über Dinge wie humanitäre Hilfe oder sogar die Regierungsführung entscheidet? Was ist mit einem möglichen kommenden sozialen Kreditsystem? Sollte das auf der künstlichen Intelligenz basieren, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, könne dies dann basierend auf deinem Verhalten entscheiden, was du erhältst oder auch nicht erhältst. Das Risiko besteht also darin, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie zu viel Kontrolle erhält, von der Zielidentifikation
Identifizierung für militärische Zwecke bis hin zu größeren Entscheidungen über Leben oder auch Tod und vielleicht sogar auf Entscheidungen basierend auf den Aktivitäten in den sozialen Medien, ob das missbraucht wurde laut der KI oder auch nicht, könnte das wirklich düster werden. Hört dazu an, was in dem Interview gesagt wurde. And what happens when AI, gets access of that and gets put in control of things like humanitarian aid, like they're talking about doing, or in charge of, the government itself, which is also talked about in the Schmidt-Kissinger book. It gets complicated. So, a lot of people have been talking about the coming sort of like social credit paradigm, for example. So what happens if there's a big crisis, your country is like a war zone, or the economy collapses, and you're dependent on humanitarian aid or some sort of aid from the government or some other group, and there isn't enough for everyone, right? And so they decide, oh, well, it's fairer to put super intelligent AI in charge of it. And then that AI is like, oh, well, this person's been very compliant and hasn't committed all of these thought crimes, but not you. Who is it going to decide to give the food rations to and stuff like that? That's the risk of a lot of this stuff when it gets put in charge of too many systems. They've gone from before this AI algorithm to identifying something like 15 to 20 targets a day to identifying hundreds of targets a day. Something's going on. And there's a huge issue there with what if that AI is using, social media activity to decide who lives and who dies, literally. And what happens when that kind of technology gets exported. Israel's tech sector specifically is known for testing all sorts of tech on Palestinians, surveillance tech and weapons tech, and then they export it abroad. Israel's defense tech and defense industry is massive. It's like, I think, one of the biggest parts of their GDP, right? So, this isn't just going to stay there. And AI weaponry has also been tested in Ukraine to a significant degree. And there's a lot of people, the same people that created Palantir, essentially Peter Thiel, a lot of that money is behind, the AI weaponry stuff today. Und auch wenn in dem Interview dargestellt wird, dass viele Medien Geld von der sogenannten PayPal-Mafia bekommen, zu denen Personen gehören, die in verschiedenem Maße mit PayPal verbunden sind und auch waren, einschließlich auch hier Elon Musk. Sie haben viel Einfluss auf alternative Medien und sogar auf Inhaltsplattformen. Das wird im Interview dargestellt. Spannend ist auch das Beispiel von Peter Thiel, der sich angeblich als Bitcoin-Maximalist darstellt und dann neben dem damaligen CIA-Director sitzt und auch gesagt hat, dass Bitcoin eine chinesische Finanzwaffe ist, die gegen den US-Dollar sei. Und zusätzlich auf der anderen Seite dem Staat Werkzeuge zur Überwachung bereitstellt. So people need to keep in mind that a large amount of alternative media gets money from what I refer to as Thielverse, meaning Peter Thiel, right? But really more broadly, it's the PayPal mafia, as it's been called, people affiliated with PayPal to various degrees, which of course includes Elon Musk. They have a lot of influence over alternative media and even over content platforms like Rumble, and have been funding quote unquote libertarian movements and all of this stuff. But I don't really see them as being libertarian at all. So like taking Peter Thiel as an example, Peter Thiel claims to be a Bitcoin maximalist, right? And then he goes, after he says that, on a panel next to then CIA Director Mike Pompeo, and says Bitcoin is a Chinese financial weapon against the US dollar. Right. And then in terms of libertarianism, Peter Thiel says he's a libertarian, but instead he created Palantir, which is the most insane surveillance tool that the CIA has today. Auch wird in dem Interview über Elon Musk gesprochen und den Kauf von Twitter, und es wurde darauf hingewiesen, was wäre, wenn Elon Musk Twitter gekauft hätte, nicht nur um die freie Meinungsäußerung zu stärken, sondern auch, darüber hatte ich in anderen Videos schon gesprochen, um eine riesige Datenmenge zu sammeln, um künstliche Intelligenz dann zu nutzen und andere Produkte mit diesen Daten zu trainieren. Dass Elon Musk die Alles-App schaffen wollte, hatte ich ja schon in anderen Videos dargestellt, und das sehen wir jetzt auch gerade, was hier passiert. Auch wird in dem Interview darauf hingewiesen, und das muss uns bewusst sein, dass obwohl Elon Musk der reichste Mann der Welt ist, man sich fragen muss, ob er das nur durch Unternehmertum erreicht hat oder weil seine Unternehmen durch staatliche Subventionen unterstützt wurden, was wir ja bei Tesla und auch SpaceX sehen konnten.
And so similarly, Elon Musk has, you have to look at the actions of Musk and then what he says. And not enough people do that, whether it's for Musk or really anyone. You have to look at people's actions, not just what they say. Sein Erfolg und der seiner Unternehmen wie SpaceX, das sowohl für das Militär als auch für die Geheimdienste arbeitet, hängt von diesen Verträgen und Subventionen ab. Was denkst du dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Und dann wird eine Sache angesprochen, die leider wahr sein könnte, insbesondere in der westlichen Kultur. Denn dort denken die Leute, beziehungsweise die Leute sind darauf so konditioniert, zu warten, dass ein politischer Retter kommt, um uns von all unseren Problemen zu befreien. There's a lot of cultural issues with celebrity in the West, where people are waiting, have been trained to wait for a political savior who's going to come and save us of all of our problems, and no one actually has to do anything, and we can just sit back and wait for the right person to run for office, and then we all vote for them, and then this one person is magically gonna save us from all of our problems. People have sort of been primed to feel that way. I mean, you can argue maybe like superhero movies and religion maybe and all other sorts of stuff has shaped us to be like that culturally, but that is a problem. Leute sind darauf so konditioniert, zu warten, dass ein politischer Retter kommt, um uns von all unseren Problemen zu befreien, von der aktuellen Situation, wie beispielsweise in Deutschland, ohne dass wir etwas selbst tun müssen, ohne dass wir uns selbst bewegen müssen. Die Menschen warten, hoffen, dass wenn sie die richtige Person wählen, dass dann die Rettung kommt. Und dieses Denken wurde über Jahrzehnte den Menschen antrainiert. Dieses Denken wurde vielleicht durch Superheldenfilme, Religion und andere kulturelle Einflüsse geprägt und das ist im Grunde genommen problematisch, wenn niemand mehr selbstkritisch denkt. Das heißt, wir müssen die Verantwortung selbst übernehmen. Statt auf den richtigen Politiker zu warten, der uns rettet, sollten wir Verantwortung übernehmen, um uns und auch unser Leben und insbesondere unsere Finanzen, dass wir die Kontrolle darüber übernehmen, denn wir sind verantwortlich für unser Leben und niemand anderes und jetzt ist die Zeit, das zu tun. In diesem Bullenmarkt, um genau das zu erreichen, finanzielle Freiheit. Denn eines ist sicher und da wirst du mir sehr wahrscheinlich zustimmen. Die Welt verändert sich und zwar drastisch und in keine Richtung, die wirklich positiv ist. Daher hast du diese Verantwortung dir und deiner Familie gegenüber, dich finanziell abzusichern, dir finanzielle Freiheit aufzubauen und eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist mit Bitcoin und Kryptowährungen. Wenn du wissen willst, wie ich das mache, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Nutze die Zeit jetzt oder willst du warten, bis sich die Situation noch weiter verschlimmert? Was brauchst du noch, um zu starten? Was muss noch passieren, damit du dich bewegst? Also klicke auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos, schau dir es an. Ich wünsche dir einen schönen Tag.